Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Diesmal geht es um eine Taschenlampe. Nitecore hat mich angeschrieben und mir freundlicherweise die Multitask Hybrid 12 Pro oder kurz MH12 Pro für dieses Video zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank an Nitecore. Für Taschenlampenvorstellungen ist mein Kanal nicht unbedingt bekannt. Ich dachte mir hier, dass es eigentlich nicht mehr als schief gehen kann und deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Ja, lasst uns loslegen. Hier wird erstmal durch einen Park gehuscht und man kann hier schon erkennen, dass die Lampe im Bereich Thrower zu verorten ist. Der Lichtkegel ist relativ schmal, leuchtet eine lange Strecke aus, der Spot ist deutlich sichtbar, dazu kommt ein schön definierter Spill. Auf die Fachbegriffe gehe ich dann im Fazit nochmal kurz ein. Die MH12 verfügt über 5+3 Modi. Hier sind erstmal 4 Modi zu sehen, besonders im Turbo-Modus mit 3300 Lumen und dem High-Modus mit 1200 Lumen wird der Weg sehr gut ausgeleuchtet. Für normales Wandern oder Spazierengehen reichen auch die Leuchtstufen mit 300 Lumen oder Low mit 50 Lumen. Hier nochmal Turbo. Nitecore gibt die Leuchtweite im Turbo-Modus mit 505 Meter an. Das kann ich leider nicht testen und ich selbst würde das wohl auch nicht benötigen, aber das Teil hat auf jeden Fall ordentlich Power. Jetzt gibt es einen kleinen Cut und einen Wechsel der Location. Wir sind im Nürnberger Stadtpark. Das angeleuchtete Gebäude ist in etwa 50 Meter entfernt. Der Baum so circa 40 Meter. Die Nitecore MH12 verfügt über einen Überhitzungsschutz namens ATA, also Advanced Temperature Regulation. Im Turbomodus kann sich der Lampenkopf auf ca. 70 Grad Celsius erhitzen. In diesem Fall nimmt die Lampe sozusagen einen Gang raus und schaltet automatisch von Turbo auf High. Hier zu sehen am blauen Level-Indikator. Das ist schon gut gemacht, wobei ich sagen muss, dass es relativ schnell geht. Es dauert je nach Nutzung und der äußeren Einflüsse so zwischen 23 und 30 Sekunden, bis der Überhitzungsschutz eingreift. Es geht Tabletop weiter, um auf einige technische Details, Spezifikationen, Verarbeitung usw. einzugehen. Wir haben hier einen hochstromfähigen 21.700er Lithium-Ionen-Akku mit 5.300 mAh. Der Akku sitzt hier relativ passgenau in dem hart anonisierten Aluminiumgehäuse. Hier innen ist ein federgelagerter Kontakt im Bereich des Kopfes, ebenso in der Abschlusskappe, sieht man hier. Das hat den Vorteil, dass die Akkulänge ganz leicht variieren darf. Wir haben ein sauber geschnittenes Gewinde, langer Gewindeweg ist auch von Vorteil, also das läuft hier sehr sauber. Dann hier eine kleine Abdeckung, die lässt sich gut öffnen und unter dieser Abdeckung befindet sich der USB-C-Anschluss für die Akkuladung. Wir haben ein Ladekabel mitgeliefert als Zubehör. Hier mit einem kleinen Nitecore Klettverschluss, ist auch eine schöne Sache. Ja, das ist hier so eine Art Hartkunststoff und an der Unterseite gummiert. Sitzt hier absolut passgenau drin, absolut dicht. Und dicht ist ein gutes Stichwort. Die MH12 Pro hat eine IP68 Zertifizierung, also staubgeschützt und zudem wasserdicht bis zu 2 Meter Tauchtiefe. Ausgedehnte Nachtwanderungen bei Regen, so wenn man das denn mag, oder plötzliche Regenschauer sind überhaupt kein Problem. Zu den Abmessungen. Die Länge der Lampe beträgt etwa 138,5 mm. Der Durchmesser des Lampenkopfes liegt bei 26,8 mm. Leergewicht mit diesem praktischen 2-Wege-Clip etwa 89 Gramm und Gesamtgewicht mit dem Akku etwa 160 Gramm. Damit ist es sehr wahrscheinlich keine ganz typische EDC-Lampe, wobei dieser Clip und auch der mitgelieferte Holster da vielleicht Abhilfe schaffen könnten. Also der ist wirklich einfach, aber gut gemacht. Wir haben eine sehr große Gürtelaufnahme, Molde-kompatibel ist er auch. Hier ist noch ein D-Ring, hier ist Klettverschluss. Also einfach, aber auf jeden Fall zweckmäßig. Ob man das dann als EDC trägt, bleibt jedem selbst überlassen. Ja, ich denke mal, für die Leistungsmerkmale ist die MH12 Pro immer noch sehr kompakt gehalten. Zur Optik, ich finde die unaufgeregt, aber durchaus ansprechend. Diese Fräsungen sind zwar relativ aggressiv, ja, das mag nicht jedem von der Handlage passen, aber die verleihen sehr gut Grip und für mich persönlich ist die Handlage wirklich gut. Dieser Heckschalter ist gut gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert, kann man auch nicht sagen. Der Druckpunkt ist ausgewogen, also das passt. Momentlicht wäre auch möglich, wenn man die Taste nicht durchdrückt, dass man hier so zum Beispiel Morsecodes geben könnte. Das ginge. Bedienung mit Handschuhen ist auch kein Problem. Hier haben wir noch 2 Lanyard Holes und Nitecore hat ein Lanyard mitgeliefert.
Also das ist auch einstellbar aufs Handgelenk, gefällt mir auch ganz gut. Schöne Sache. Und dieser 2-Wege-Clip ist umsetzbar, also den kann man sowohl vorne befestigen als auch hinten. Da hat man dann die Wahl, wie man das dann tragen möchte. Gefällt mir auch gut. Dann haben wir hier eine dezent gestaltete Beze. Das gibt es auch deutlich aggressiver. Das ist hier vielleicht so eine Art Urban Tactical Look, wenn man das so sagen möchte. Gefällt mir auch gut. Kopfstand ist kein Problem. Und dann sieht man hier auch so ein bisschen durch diese Ausfräsung, wie das Licht hier so rausstrahlt. Ist eine schöne Sache. Tailstand, also das Stehen auf der Abschlusskappe, funktioniert auch, ist aber wirklich eine relativ wackelige Angelegenheit. Zumal meine Werkbank hier auch nicht so ganz gerade ist. Also es würde funktionieren, ist jetzt hier der Vorführeffekt. Man kann sich hier so ein bisschen behelfen. Es gibt diese Kabelbinder, wiederverwendbar, also die kann man zumachen und dann auch wieder lösen. Ich habe mir hier schon mal einen auf die richtige Größe eingestellt und dann sieht man, dass Tailstand mit ein bisschen Improvisationstalent dann auch ganz gut möglich ist. Also das funktioniert ganz gut und darf auch ein bisschen wackeln, fällt trotzdem nicht um. Ja. Jetzt komme ich gleich zu den anfangs erwähnten 5+3 Modi und einer optionalen Möglichkeit der Programmierung. Vorher möchte ich noch ganz kurz auf die intuitive Bedienung eingehen. Wir haben hier fast schon einen Hybriden. Einerseits dieses vertraute Ein- und Ausschalten, wie man das bei ganz einfachen Lampen kennt oder auch bei älteren Lampen. Andererseits dieses relativ einfach gehaltene Bedienmenü samt der unterstützenden Anzeigen. Grün leuchtend sieht man hier die Batteriestandsanzeige. Wir liegen hier bei etwa 75%. 3 Leuchten, bei 2 Leuchten wären es noch 50%, bei 4 wären es 100 und so weiter. Also das ist schon mal schön gemacht. Blau ist Output oder auch die Leuchtstufenanzeige. Ja, gehen wir zusammen mal die ganzen Modi durch. Wenn ich hier den Seitenschalter gedrückt halte und dann die Lampe einschalte, komme ich in den Moonlight Mode. Ein Lumen, theoretisch 650 Stunden Leuchtdauer, also das gefällt mir ganz gut. Und dann drücken wir einfach die bereits bekannte Reihenfolge durch. Low, Mid, High und Turbo. Im Turbo-Mode sind das 63.500 Candela, also das ist wirklich sehr überzeugend. Das Datenblatt habe ich euch bei Interesse mal in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt folgen noch 3 zusätzliche Modi. Einfach lange auf dem Seitenschalter bleiben, dann kommt das Strobe. Das ist vielleicht mal ganz praktisch. Dann, wenn man noch länger drauf bleibt, kommt der Beacon Mode. Das heißt, in etwa alle 2 Sekunden ein Lichtsignal. Das kann auch mal ganz praktisch sein, wenn man beispielsweise vielleicht einfach sich diese Taschenlampe hernehmen möchte, um seinen Standort zu markieren und dann vielleicht mal ganz kurz ein Lager verlässt oder so. Könnte ich mir so vorstellen. Ist auch eine schöne Sache auf jeden Fall. Und wenn man hier nochmal drückt und länger drauf bleibt, dann kommen wir in den Strobe, Beacon und dann SOS. Das heißt, 3-mal kurz, 3-mal lang und 3-mal kurz. Zur Programmierung. Es gibt noch eine Option. Wir befanden uns jetzt die ganze Zeit im Daily Mode. Das würde auch anders gehen. Es gibt noch einen taktischen Modus. Dafür drücke ich hier wieder den Seitenschalter, bleibe hier kurz hinten drauf und auf dem Seitenschalter drauf, dann leuchtet das hier so auf. Und jetzt kehrt sich die Reihenfolge der Modi um. Das heißt, ich starte im Turbo-Modus, dann kommt High, Mid und Low. Ja, also wie gesagt, einfach umgekehrt. Ich schalte das wieder aus, gehe zurück in den Daily Mode. Leuchtet dann auch wieder auf. Zu erwähnen wäre hier vielleicht noch die Memory-Funktion. Ich gehe jetzt hier mal auf Low oder vielleicht auf Mid. Und wenn ich jetzt die Taschenlampe ausschalte und wieder einschalte, dann bin ich wieder auf Mid. Ja, ist wirklich alles soweit interessant und auch gut gemacht. Gefällt mir wirklich gut von der Bedienbarkeit. Also wenn ich so eine Lampe kapiere, dann heißt das schon was. Kurz zur LED. Hier wurde eine Nightlab UHI 40 mit kaltweißer Lichtfarbe verbaut. Eine runde LED und die sorgt, wie anfangs erwähnt, für einen definierten Spot. Das ist hier dieser Punkt in der Mitte. Dazu haben wir einen schön ausgeformten Spill. Das ist dieser Lichtkegel rund um den Spot, also dieser Lichthof.
Ja, gefällt mir ganz gut. Was auffällt, ist hier dieser ganz leichte Grünstich. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben. Ist natürlich Geschmackssache. Mich persönlich stört sowas nicht. Aber wie gesagt, man sollte es auf jeden Fall mal vorher gehört haben. Dann haben wir hier diesen kleinen schwarzen Punkt über der LED. Das ist der Näherungssensor. Ich schalte hier mal ganz kurz auf Turbo. Der funktioniert nur im Turbo-Mode und im High-Mode. Bitte hier diese Lichtreihe beobachten und regelt sofort runter. Sobald ein Hindernis kommt, regelt die Lampe runter. Also geht auch hier im High-Mode. Ja, ist eine schöne Sache. Man hört immer wieder von Brandlöchern in Kleidung wegen Überhitzung, habe ich schon öfter mal mitbekommen in manch anderen Taschenlampengruppen. Ja, insofern dürfte das hierdurch ausgeschlossen sein, schätze ich mal. Also das ist eine tolle Sache. Wenn man hier wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, zeige ich euch mal ganz kurz, ich schalte die Lampe ein, dann reicht hier hinten eine Vierteldrehung am Tailcap, also an der Abschlusskappe, und dann ist die Lampe hier auch sofort aus. Und ja, ist trotzdem hier alles stabil. Die Lampe kann man nicht einschalten, nicht ausschalten, also das ist auch schön gelöst. Ja, Zeit für ein kurzes Fazit. Fazit: Die Multitask Hybrid 12 Pro ist ein kompakter Thrower mit ordentlich Power und intuitiver Bedienung. Dazu diese Batterie- und Leuchtstufenanzeige, Temperaturregulierung, Näherungssensor, also hier ist wirklich einiges geboten. Alles ist gut verarbeitet. Ja, den Grünstich habe ich erwähnt, das ist subjektiv. Probleme mit dem Tailstand kann man hier mit diesem einfachen wiederverwendbaren Kabelbinder lösen. Ja, Zubehör: Ladekabel, dann ein O-Ring, das kann auch mal eine gute Sache sein, Lanyard, Holster, der Clip. Ich erwähne hier jetzt auch mal den Akku, weil das ist auch nicht immer selbstverständlich, dass ein Akku dabei ist. Das Ganze kommt dann geliefert, hier in diesem einfachen Karton. Es gibt noch eine ausführliche Bedienungsanleitung dazu in mehreren Sprachen. Insgesamt wirklich ein sehr attraktives Paket. Der Preis liegt hier je nach Anbieter bei etwa 90 bis 100 Euro. Ich finde, das geht fürs Gebotene dann absolut in Ordnung. Kurz noch zu den Fachbegriffen. In der Videobeschreibung habe ich ein Glossar für die gängigen Begriffe verlinkt. Spot, Spill, Tailstand, Candela, Tailcap, Thrower und so weiter. Das ist die Sprache der Taschenlampenfans. Also ist nicht immer selbsterklärend, aber ist so. Ansonsten findet ihr einen normalen Nightcore Produktlink und weitere deutschsprachige Videos zur MH12 Pro in der Videobeschreibung. Zum Abschluss möchte ich Nightcore für diese Möglichkeit danken. Also das hat wirklich Spaß gemacht, war für mich auch interessant. Ich musste mich tiefergehend mit Taschenlampen beschäftigen, das habe ich vorher noch nie so gemacht. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.